Ausreisevisa in Russland. Was die Behörden wirklich planen. Wollen die russischen Behörden die Ausreise ihrer Bürger wieder so streng kontrollieren wie zu Sowjetzeiten? Genau diese Frage geistert seit einigen Wochen durch russische Medien und soziale Netzwerke. Die Rede ist von sogenannten Ausreisevisa, einem Instrument, das viele von euch vielleicht nur aus Geschichtsbüchern kennen. Schauen wir uns gemeinsam an, was an diesen Gerüchten dran ist, wie ein solches System früher funktioniert hat und warum es aktuell eher unwahrscheinlich erscheint, dass Russland es tatsächlich einführt. Woher kommen die Gerüchte? Anfang Juli tauchten in russischen Medien und dann verstärkt in sozialen Netzwerken Berichte auf, wonach Russland angeblich die Einführung von Ausreisevisa vorbereite. Die Behörden wollten damit, so die Behauptung, sämtliche Reisen ihrer Bürger in NATO-Staaten kontrollieren. Als erste berichtete darüber der Telegram-Kanal Können wir erklären, der sich dabei auf eine Quelle in russischen diplomatischen Kreisen berief. Konkret hieß es, nach der Einführung solcher Visa könnten Bürger nur noch in Gruppen und mit Begleitung ins Ausland reisen. Auf diese Meldung reagierte das russische Außenministerium prompt. Die Ministeriumssprecherin Maria Sacharowa bezeichnete diese Information als kompletten Unsinn und als klassisches Produkt sogenannter ausländischer Agenten in den Medien. Schon 2022 hatte übrigens der stellvertretende Direktor der Presseabteilung des Außenministeriums, Alexei Zaitsev, ähnliche Gerüchte über die Einführung von Ausreisevisa dementiert. Trotz dieser Dementis haben in den vergangenen 4 Jahren zumindest einige Gruppen von russischen Bürgern tatsächlich das Recht verloren, das Land frei zu verlassen. 2024 wurden Beschränkungen für Menschen eingeführt, die Zugang zu Staatsgeheimnissen haben oder bestimmte Positionen bekleiden. Sie müssen ihre Auslandsreisen jetzt im Voraus dem Inlandsgeheimdienst FSB und dem Auslandsgeheimdienst SWR melden. Auch für alle, die einen Einberufungsbescheid vom Wehrkommissariat erhalten haben, gilt inzwischen ein zeitweiliges Ausreiseverbot. Das entsprechende Gesetz existiert bereits seit 2023, wird aber erst seit kurzem konsequent angewendet. Seitdem das elektronische Register für Einberufungsbescheide in Betrieb ist. Was genau sind Ausreisevisa? Bevor wir tiefer einsteigen, lohnt sich eine kurze Begriffsklärung. Ein Ausreisevisum ist entweder ein eigenständiges Dokument oder ein Vermerk in einem bestehenden Dokument, zum Beispiel im Auslandspass, ohne den ein Mensch sein Land nicht verlassen darf. Es handelt sich also um ein Instrument der staatlichen Kontrolle über die Bewegung der eigenen Bürger. Ausreisevisa gab es bereits in der Sowjetunion. Praktisch abgeschafft wurden sie erst 1991 mit dem Zerfall der UdSSR. Warum die Einführung in Russland fraglich erscheint. Die befragten Experten äußern hier deutliche Zweifel. Sollten die Behörden diesen Schritt wirklich gehen wollen, müssten sie zunächst das gesamte bestehende Rechtssystem grundlegend umbauen. Die Ausreise aus Russland regelt bislang ein spezielles Bundesgesetz. Wie Jurist Grigori Weipan erläutert, sieht dieses Gesetz in Artikel 2 vor, dass jeder Mensch das Recht hat, das Land frei zu verlassen. Beschränkungen der Ausreise sind ausschließlich abschließend für bestimmte Gruppen definiert. In den Artikeln 15 und 15,1 etwa für Militärangehörige, Wehrpflichtige, Schuldner, Verdächtige, Angeklagte und Verurteilte sowie für Personen mit Zugang zu bestimmten Arten von Staatsgeheimnissen. Gleichzeitig dürfen laut russischer Verfassung Rechte und Freiheiten der Bürger nur durch ein Bundesgesetz eingeschränkt werden. Das Problem mit den Ressourcen. Doch es sind nicht nur juristische Hürden, die gegen die Einführung sprechen.
In erster Linie bräuchte es einen enormen Verwaltungsaufwand, sowohl für die umfangreiche Gesetzänderung als auch für die technische Umsetzung eines funktionierenden Vergabesystems. Anastasia Burakova, Gründerin der Organisation Kovtchek und selbst Juristin, weist darauf hin, dass die entsprechende Infrastruktur in Russland schlichtweg fehlt. Ausreisevisa erforderten enorme personelle Ressourcen. Beide Fachleute sind sich einig. In der aktuell kursierenden, gerüchtebasierten Form ergibt die Einführung von Ausreisevisa schlicht keinen Sinn. Es ist schwer vorstellbar, warum der russische Staat einen derart unpopulären Schritt gehen sollte, wo die geltenden Gesetze den Behörden ohnehin schon erlauben, die Ausreise für jeden, den sie wollen, zu blockieren, so Weipans Einschätzung. Auch Anastasia Burakova betont die Wirksamkeit der bereits bestehenden Beschränkungen. Was es bereits an Beschränkungen gibt. Genau hier wird es spannend, denn diese bestehenden Mechanismen könnten theoretisch einfach ausgeweitet werden, ganz ohne ein formelles Ausreisevisum. Erstens können die Behörden die Ausreise gezielt für Einzelpersonen blockieren. Zweitens existieren bereits Mechanismen, um die Ausreise für ganze Personengruppen einzuschränken. Das betrifft etwa alle, die einen Einberufungsbescheid erhalten haben. Anastasia Burakova berichtet, dass im Rahmen des elektronischen Registers für die Wehrpflicht bereits reale Fälle von Ausreiseverboten dokumentiert wurden, bislang vereinzelt, aber das zeige, dass der entsprechende Mechanismus gerade erprobt und optimiert wurde. Drittens führt der Staat für bestimmte Gruppen erfolgreich zusätzliche Bedingungen für die Auslandsreise ein. So geschehen bei Personen mit Zugang zu bestimmten Arten von Staatsgeheimnissen. Und, wie Grigori Weipan ergänzt, benötigen nach geltendem Gesetz auch russische Militärangehörige für Auslandsreisen eine Genehmigung ihrer Vorgesetzten. Fazit: Der Jurist ist überzeugt. Das bestehende System der Beschränkungen kann sich durchaus weiterentwickeln und dafür braucht es überhaupt keine formellen Ausreisevisa. Der allgemeine Trend hin zu weniger Reisemöglichkeiten für russische Bürger ins Ausland existiere bereits und werde sich wohl fortsetzen, so seine Einschätzung. Schon jetzt gäbe es formelle und halbformelle Reiseverbote für Staatsbedienstete, Mitarbeiter staatlicher Unternehmen oder Wissenschaftler und diese würden sich zunehmend ausweiten. Diskutiert werden außerdem sogenannte Ausreisegebühren, die entweder offen erhoben oder versteckt eingeführt werden könnten, etwa in Form höherer Gebühren für die Ausstellung von Auslandspässen. Die Gerüchte über Ausreisevisa selbst, so Weipans abschließende Einschätzung, ermöglichte es den russischen Behörden, die öffentliche Meinung zu testen und den Boden für neue Beschränkungen in diesem Bereich zu bereiten. Was bleibt also am Ende festzuhalten? Ein sowjetisches Modell mit Ausreisevisa nach klassischem Muster erscheint aus rechtlichen und organisatorischen Gründen derzeit wenig wahrscheinlich. Gleichzeitig zeigt der Blick auf die vergangenen 4 Jahre, dass die Ausreise aus Russland für bestimmte Gruppen bereits heute spürbar eingeschränkter ist als noch vor kurzem und dass sich dieser Trend, glaubt man den befragten Experten, eher fortsetzen als umkehren dürfte. Danke für das Zuhören. Auf Wiedersehen.